Hallo liebe Leute da draußen, ich bin's wieder, euer Dave, und wir werden uns heute ein bisschen mit dem Thema des Airbrush-Kompressors auseinandersetzen. Da kriege ich doch immer wieder mal Fragen zu und ich wollte ein kleines Video wie hier jetzt machen, um einfach die Fragen zu klären und darauf hinzuweisen, was nicht so gut ist und was gut ist, und dafür habe ich meinen schönen Kompressor hier mal hochgestellt. Ich würde sagen, wir nehmen jetzt gleich mal den Deckel ab und dann zeige ich euch die Details alle am Maltisch, und dann würde ich sagen, auf geht's. So, da habe ich mal alle Schrauben vom Deckel entfernt. Das sind jeweils nur 3 Stück pro Seite. Dann kann man ohne Probleme den Deckel abnehmen. Wie gesagt, wir haben hier einen Sil-R 20A Kompressor, extra nur fürs Airbrushen, flüsterleise. Das macht er auch wirklich gut, da kann ich wirklich gar nicht meckern. Der ist jeden Cent wert. Der läuft auf Ölbasis, der hat an der Seite so einen leichten Ölstutzen, den man am Anfang ein bisschen auffüllen muss, aber das Öl ist auch mit im Kompressor enthalten. Da haben wir dann nämlich auch eine Skala, wo dann das draufsteht, wie viel. Das ist dann soweit eigentlich nicht schlecht. Den Kompressor können wir nämlich problemlos nutzen. Der hat vorne eben einen Druckbehälter, wo er schon mal die ganze Luft vorlädt. Und es ist dann eigentlich an dem schon alles mit dabei, was man braucht. Wir haben jetzt da unten nämlich die Anzeige, die sieht man jetzt nicht, aber da sieht man dann, wie hoch der Ölpegelstand ist, und den sollte man auch immer wieder mal im Blick behalten, damit eben der Motor nicht trocken läuft und kaputt geht. Das Ganze befüllen wir dann eben hier an der Seite. Da ist dann eben diese kleine Öffnung, da kommt dann das Öl rein, bis unten der Stand erreicht ist, und dann kommt wieder das Sieb oben drüber, damit da kein Dreck reingeht, wenn der Luft zieht. Wie gesagt, das ist der Motor, der das Ganze erzeugt, den Druck. Und vorne haben wir eben den Druckbehälter, wo die Luft dann reingesammelt wird, von der wir dann arbeiten. Und wenn die sich eben mit der Zeit dem Ende neigt, dann springt der Kompressor wieder an und befüllt diesen wieder. Und dadurch ist gewährleistet, dass wir eben keinen Druckverlust haben und permanent mit dem gleichen Druck arbeiten können. Hier vorne haben wir jetzt nämlich noch schönes Öl- und Wasserabscheider. Der ist sehr wichtig. Der sorgt nämlich dafür, dass eben die Öle und das Wasser, was sich mit der Zeit ansammelt, eben abfängt und ausfiltert, damit es eben nicht auf eurem Werkstück landet und eventuell sogar Probleme nachher beim Lackieren oder so verursacht. Die gibt es bei dem hier jetzt zum Beispiel, war der gleich mit dran. Die kann man sich aber auch sonst extern kaufen. Die würde ich euch auf jeden Fall empfehlen, die sind sehr wichtig. Und an denen ist auch meistens schon gleich eine Druckanzeige mit dran, damit ihr den Druck auch dann im Endeffekt richtig einstellen könnt. Weil mit der Zeit sammelt sich natürlich Feuchtigkeit und Öl einfach durch den ganzen Kreislauf an, und der fängt es eben halt wunderschön ab, also sehr wichtig. Hier unten bei dem Druckbehälter haben wir eine kleine Öffnung, das hat eigentlich jeder Kompressor. Die machen wir jetzt eben mal auf, weil eben durch das sogenannte Schwitzwasser, dadurch, dass es immer arbeitet, sammelt sich da drin Feuchtigkeit, die wiederum natürlich sorgt dafür, dass das Ganze dann anfängt zu rosten. Die sollte man dann auch alle paar Monate mal aufmachen und einfach leeren, um das rauszulassen, die Feuchtigkeit und das Wasser. Das können wir eigentlich jetzt gerade mal machen, weil das habe ich jetzt schon bei dem länger nicht mehr gemacht. Und dann kann man mal sehen, wie viel Feuchtigkeit bzw. Wasser sich da dann ansammeln kann. Und das solltet ihr dann auf jeden Fall entfernen. Und da kommt schon eine ganz schöne Suppe raus. Und wie gesagt, das solltet ihr dann auch immer wieder mal machen. Also ebenso die Schrauben unten und den Ölstand bei dem Kompressor einfach, damit ihr lange Freude dran habt und dass das eben nicht kaputt geht. Wir arbeiten übrigens mit 2 Bar, also ich arbeite mit 2 Bar, 2 bis 1,8 so im Schnitt. Da gucke ich immer drauf,
Da bin ich jetzt am besten gefahren. Das wurde mir auch von meinem hiesigen Airbrusher damals empfohlen, mit dem Druck zu arbeiten, und mit dem fahre ich gut. Und das würde ich euch, wie gesagt, in dem Fall auch empfehlen. Jetzt tun wir noch mal ein bisschen nachschütten und da kommt doch noch ein bisschen was raus. Und da sieht man mal, was sich da für so eine Plörre ansammeln kann. Und das ist auch gar nicht schlimm, sondern eigentlich ganz normal. Das ist bei den Kompressoren einfach so. Und da braucht es auch keine Sorgen haben, dass das Ding mal durchrostet, aber vergehen ein paar Jährchen. So, hier haben wir jetzt mal von dem Silair bzw. von der Firma Werther den Kompressor mit dem Datenblatt. Und da stehen ein paar ganz interessante Sachen drauf, wie zum Beispiel die dB-Anzeige, wie laut er ist, und der liegt bei 38 dB. Ich glaube, normales Sprechen liegt bei 50, 60, wenn ich mich jetzt da mal nicht vertan habe. Also der ist wirklich mega leise. Die maximale Barzahl, die der hinbringt, oder PSI in dem Fall, und die Liter pro Minute, das sind hier 17. Und die sind bei einem Kompressor eigentlich ganz entscheidend, wie viel Liter der in der Minute erzeugen kann. Wenn der nämlich zu wenig schafft, dann habt ihr das Problem, dass der Motor permanent läuft und dann überhitzt euch das Gerät und kann kaputt gehen im schlimmsten Fall. Also so eine gewisse Leistung sollte der einfach mit sich bringen, aber da sage ich euch nachher mal noch eine Kleinigkeit zu. Ist aber auf jeden Fall ein ganz wichtiger Aspekt, dass der genug Liter pro Minute herbringt. Und wenn er nämlich nicht genug Druck erzeugt, dann kann es eben sein, dass ihr entweder gar keinen Druck an der Pistole habt oder einen sehr unregelmäßigen, und damit könnt ihr absolut nicht arbeiten. So, jetzt haben wir hier mal nochmal schnell die Schraube wieder reingedreht vom Druckbehälter, weil ich will euch den Kompressor einmal einfach kurz in Action zeigen, und dafür muss die Schraube wieder rein, damit eben da die Luft nicht gleich wieder entweicht. Und ich würde sagen, wir machen den dann einfach mal an. Und ich zeige euch auch mal mit Schlauch und Airbrush-Pistole, wie er den Druck eben hält. Ein bisschen Varianz, dass es ein bisschen runtergeht, ist ganz normal. Das ist einfach, weil er dann eben Luft abgibt. Und das Ganze können wir nämlich dann oben an dem schwarzen Griff von dem Öl- und Wasserscheider einstellen, wie viel der uns bar rausgibt. Und da sind wir, wie gesagt, bei 2 bis 1,8, sowas rum. Da haben wir jetzt mal den Stecker reingesteckt und machen das jetzt an die Airbrush-Pistole, schalten das Gerät ein, und der beginnt sofort. Gut, unten war jetzt noch der Ölabscheider offen, den machen wir natürlich noch zu, sonst bläst da mal raus. Und jetzt sehen wir schön, wie er den Druck direkt aufbaut. Ich habe den jetzt bei 2 bar eingestellt, da bleibt er, aber der Motor läuft jetzt natürlich noch weiter, bis er den Behälter gefüllt hat, und geht dann automatisch aus. So, jetzt zeige ich euch mal, wie sich die Nadel ein minimal bewegt, und das ist eigentlich, wie gesagt, ganz normal. Das passiert einfach, wenn ein bisschen Luft benötigt wird, dann geht die halt minimal nach, und da bewegen wir uns eben in dem Rahmen von 2 bis 1,8 bar. Und da braucht ihr dann noch keine Angst haben. So sollte das aber auch sein, dass eben ihr einen konstanten Arbeitsdruck habt. Alle anderen Kompressoren, die das nicht schaffen, sind nicht geeignet für das Airbrushen. Und hier sehen wir eben, wie wir die Nadel einstellen können, eben durch die Justierung, ob wir 2 oder lieber 1,8 oder bisschen weniger oder mehr brauchen. Das Ganze kann man dann auch mit dem Runterdrücken von dem Knopf verriegeln, so dass sich das gar nicht mehr verstellt, wenn ihr mal das Gefühl habt, mit der Einstellung kommt ihr richtig gut klar. Ja, jetzt machen wir das Gerät aus. Wir haben aber noch den vollen Druck. Wieso machen wir das? Wir wollen natürlich am Ende unserer Arbeit den Öl- und Wasserabscheider wieder sauber machen. Und das machen wir eben, indem wir den aufdrehen und unten den Knopf drücken, und dann bläst er mit dem letzten Rest die Luft Vollgas raus und somit auch die Öle und die Feuchtigkeit. Und wir sehen jetzt hier schon mal, wie viel
Feuchtigkeit sich wieder da angesammelt hat, was das gute Teil aufgefangen hat und das, was nicht in eurem Werkstück landet. Und das ist eben ganz wichtig, dass ihr das am Ende immer macht, damit der einfach trocken und sauber bleibt. Ich wollte jetzt nochmal auf eine Kleinigkeit zu sprechen kommen, die mir immer wieder mal auffällt, wenn ich mir andere Videos angeschaut habe, was das Thema Kompressoren angeht. Und da gibt es ein schönes Negativbeispiel, das ist auch gar nicht böse gemeint, aber das Video zeige ich jetzt gleich mal hier oben. Da zeigt nämlich jemand, wie der Airbrush-Kompressor oder wie er das benutzt wird. Und da haben wir jetzt ein folgendes Problem. Es gibt Kompressoren, die dauerhaft laufen, ohne so einen Behälter hier. Und das ist schon mal schlecht, weil ohne so einen Druckbehälter, wo schon mal reingeladen wird, wo man erstmal konstanten Flow hat und der Motor auch langsamer wird, haben wir nämlich das Problem, dass solche kleineren Geräte, die dann dauerlaufen, so eine pulsierende Abgabe der Luft geben. Und das ist schon mal sehr schlecht, weil es einen pulsierenden Sprühstahl gibt, weil es natürlich immer wieder mehr Farbe und weniger Farbe. Das wird quasi immer so ein schlechtes Sprühbild geben. Und das ist schon mal das eine. Das zweite bei dem Video, was wir schön sehen, ist bei der Druckanzeige. Der Dinger ist auf volle 8 Bar eingestellt. Und das ist schon mal richtiger Murks. Also 8 Bar ist viel zu viel für eine Airbrush-Pistole und soll auf keinen Fall benutzt werden. Also wir wissen ja jetzt, dass wir mit 2 bis 1,8 Bar arbeiten. Und das ist schon mal ganz schlecht. Und was dann passiert, da raufen sich mir wirklich die Haare, wenn er den Airbrush-Hebel betätigt und die Luft sprüht aus und dann fällt der Druck vom Kompressor komplett ab. Das ist fürs Arbeiten der absolute Tod. Macht das bloß nicht. Wenn ihr so einen Kompressor habt, dann besorgt euch einen gescheiten anderen. Die sind auch gar nicht teuer. Ich lasse mich mal lügen, der ist jetzt glaube ich bei 300 Euro, wenn ich mich das so recht entsinne. Und das hier ist auch noch ein Flüsterleiser, also der ist ja wie gesagt super. Aber um nochmal auf das Video zurückzukommen, man sieht halt richtig schön, wie der Druck abfällt und nicht gehalten wird vom Kompressor, weil er das nicht schafft. Er schafft eben nicht diese 17 Liter oder mehr, die man halt benötigt pro Minute, damit es einfach ein konstanter Airflow ist. Und der ist total wichtig, weil sonst habt ihr eben dieses mehr, weniger und das ist totaler Käse. Selbst wenn ihr nur Modell bei Baubereich seid und ihr wollt irgendwie nur eine Fläche oder weiß der Geier was, irgendwas Flächiges machen, und auch da kommt mehr Druck, weniger Druck, mehr Druck. Das versaut euch überall die Flächen, weil ihr habt mehr Farbe, weniger Farbe, mehr Farbe. Und das ganze Sprühbild wird damit einfach Murks. Also das ist totaler Schrott. Das zweite ist, wenn so ein Kompressor im Dauerzustand läuft, dann, also bei dem ist, man kann Kompressoren, sagen wir es mal so, in dem Dauerzustand laufen lassen. Das heißt aber nur eine begrenzte Zeit, es steht aber meistens auch im Datenblatt drin. Das heißt, der Kompressor kann zum Beispiel eine maximale Dauerbelastung von 25 Minuten haben. Dann passiert nämlich Folgendes, dann wird entweder der Motor heiß oder die Verschleißteile und das Ding geht dann einfach auf lange Sicht kaputt. Also ich habe schon mal live erlebt, wie sowas kaputt geht, wenn ein Kompressor mal 2 Stunden auf Dauerlast läuft. Und das solltet ihr auf jeden Fall nicht machen. Nicht nur, dass die Dinger kaputt gehen können, die können euch im schlimmsten Fall tatsächlich noch in Flammen aufgehen und dann fackelt euch noch die Bude ab. Also wirklich, da bei sowas, wie gesagt, da raufen sich mir die Haare. Es ist auch wirklich kein gutes Beispiel, also macht das bitte nicht. Nehmt euch das zu Herzen. Macht es so, wie ich gesagt habe, kauft euch einen Kompressor mit einem Behälter oder besorgt euch einen dazu, das kann man auch machen. Keinen, der Dauer läuft, weil es einfach nur den Kompressor kaputt macht und auch das Sprühbild nicht verbessert, beziehungsweise einfach verschlechtert, weil ich habe ehrlich gesagt ganz am Anfang mir ein Billigset bei Amazon gekauft und das Ding habe ich ja, wie schon mal erwähnt, einfach direkt in den Müll geschmissen, weil das war genau so ein Gerät. Das hatte keinen Behälter, wo die Luft sich sammeln kann, sondern wo einfach nur Dauer läuft,
wo die ganze Zeit pulsierend die Luft abgegeben hat, wo extrem laut war, extrem viel Strom gefressen hat und einfach nur der volle Scheißdreck war. Und das ist einfach nichts, damit macht ihr euch keine Freude, weil ihr werdet damit kein gutes Airbrush-Ergebnis hinkriegen oder sonstige Ergebnisse. Das mag vielleicht zwar schon irgendwie funktionieren, aber nee, das tut euch bei Gott nicht an. Dann investiert lieber das Geld und von mir aus 200 Euro mehr und ihr habt was richtig Gescheites. Es muss auch nicht immer so einer sein, wenn ihr auch einen Kompressor oder irgendwas neben dran habt in der Garage oder so, ist auch völlig in Ordnung, könnt ihr natürlich auch benutzen. Dann verlegt ihr einen längeren Schlauch oder so. Ich habe jetzt zum Beispiel bei mir noch in der Garage auch einen Airbrush-Kompressor, der aber so viel Power hat, dass er auch mit einer normalen Lackierpistole noch fertig wird. Und der läuft bei mir dann ab und zu auch mal in Dauerlast, aber dann halt nicht länger wie 10-20 Minuten. Und da solltet ihr auch wirklich drauf achten. Also achtet einfach drauf, was ihr für euch für Kompressoren kauft und nicht so einen Scheißdreck kaufen, wirklich. Ja, das soll es eigentlich hier schon gewesen sein. Wie gesagt, danke fürs Zuschauen. Ich würde mich, wie gesagt, immer wieder über ein Abo oder ein Like sehr freuen. Lasst mir gerne eins da. Und ansonsten viel Spaß beim Airbrushen und haut's rein.